Forstern in Oberbayern, das ehemalige Verwaltungsgebäude der Eicher Traktorenfabrik. Und heute Ausstellungsraum und Treffpunkt für die Eicher Freunde Forstern. Einige historische Bilder. Der Schreibtisch von Josef Eicher sowie wechselnde Eicher-Traktoren schmücken den Raum. Mittendrin engagiert sich mit viel Enthusiasmus Egon Eicher. Als erster Vorstand der Eicher Freunde Forstern halten ihn die Kollegen immer auf dem Laufenden, wer wo gerade einen Eicher-Schlepper restauriert. Eicher? Was, Klaus? Wo bist? In der Werkstatt? Ja? Ja, ich kann dir schon helfen. In 10 Minuten kann ich da sein. Okay? Bis gleich. Klaus Köhler, der schon als junger Mann bei Eicher ausgebildet wurde, hat sich einen weiteren Schmalspurschlepper zugelegt. Hallo Klaus, guten Morgen. Ja, Egon, grüß dich. Grüß dich. Bist schon am Machen Du, heute früh? du kommst da gerade recht da. Aha, warum? Mit dem Probefahrt machen. Ah, Ja, jetzt schau mal. ohne Motorhaben. Ja, da sehe ich besser, wo es rausläuft, wenn es ja der Fall ist. Ach Gell? so, ja. Gell? Und? Du, dann kannst du mich anschleppen. Ja, Da. ist klar. Ich habe so schon ein bisschen was hergekriegt. Schleppt der Neue den Alten noch? Ja. Oder der Warte Junge mal. den Alten? Nimm das da her. Ah ja. Für vorne hätte ich einen anderen Bolzen. Schauen wir mal, ob der passt. Auwe, der passt nicht, schau. Altes Modell, da hängst du anders so. Hängen anders so. Ja. Hast du einen Diesel drin? Ja, Sonst kann ich die lang schleppen. einmal ist er schon gelaufen. Ah ja. Da. Und heute die erste Ausfahrt sozusagen. Hoffentlich blamiere ich mich nicht vor dir, gell? Ah, Da, hexen Sie vor dir? da. Du schleppst mich an, gell? Ich probier's. Schauen wir mal, aber nicht schnell, gell? Weil der geht ein bisschen schwerer zum Linken, Ja. wie der Neue. So. Na also, er läuft schon mal. Noch kurz abhängen und schon kann die Probefahrt beginnen. Tja, einen Eicher kann so schnell nichts erschüttern, selbst nach jahrelangem Stillstand. Auch wenn der Schmalspurer noch etwas unwirklich wirkt, die Technik ist einwandfrei. Die Restauration des Schmalspurschleppers von Klaus Köhler wird sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis er im Bestzustand ausgestellt wird. Aber Hauptsache, die Besucher können die Produktvielfalt aus dem Hause Eicher erkennen. Egon, meinst du, dass man so ausstellen können? Naja, die Farbe, die muss schon erstmal richtig blau sein, Eicherblau. Aber ich meine ja sowieso, wenn wir den in den Ausstellungsraum reintun, dann kann man ruhig auch offen zeigen, dass man wirklich den Motor sieht. Und ohne Motorhaum oder Motorhaum aufklappen, dass die Leute eben wirklich das Herzstück sehen. Und das ist ja doch der luftgekühlte Zweizylinder jetzt in dem Fall. Und der ist ja
Ja, das ist ja noch einer von den Eidern, das ist ja schon der neuere dann. Ja, das ist Baujahr 61. Das da, ne? Ja, und der ist auch noch, ja, das ist schon die Weiterentwicklung. Das war damals mit Einzelradlenkung. Also der war etwas wendiger wie der dort, ne? Ja. Aber dafür auf Kraft aufwendiger da drin. Gell? Also das war schon zum Teil auch ein bisschen Zumutung, wenn man da drauf gesessen ist. Gell? Ne? Ich Da weiß war- ja noch gut, wo mein Vater erzählt hat, der war ja damals im Krieg, hat er Typhus gehabt und ist dann auf Reha gekommen und dem haben wir es ja eigentlich zu verdanken, dass es den Weinbergschlepper gibt. Weil der war damals in der Reha in Landau in der Pfalz und dann hat er aus dem Fenster geschaut und hat die Weinbauern bei der Arbeit zugeschaut. Und dann ging es ihm schon wieder besser und dann ist er halt rausgegangen und hat sich mit den Leuten unterhalten. Und dann haben ihm die erzählt, was sie für Probleme haben. Und das hat er damals aufgenommen, das war ja schon direkt im Krieg noch. Und aus der Zeit hat er das alle in seinem Kopf drin gehabt, dass er mal einen Weinbergschlepper machen möchte für die Leute in der Pfalz. Und dann ist er alle rumgelaufen, ich weiß noch im Versuch, und das erzählen sie mir heute noch, die Leute, die damals mitgearbeitet haben, er hat alle seinen Hemdknopf gehabt und hat er gesagt, hey, aber so darf er nicht werden. Und dann hat er alle geschaut, dass er auf keinen Fall höher wird als sein Hemdknöpfel da. Aber der war auch ein bisschen kleiner wie du, Ein gell? bisschen kleiner war er wie ich. Und die Breite war natürlich auch der Abstand von den Rebstöcken. War ja damals das große Ding, was geheißen hat, er muss unter 1 Meter sein, Ja. Gesamtbreite. Ja. Ne? Und jetzt Gell? ist er? Obwohl es dann im Nachhinein alle schnell breiter gestellt haben, weil er unter 1 Meter ist er gern umgefallen. Ja. Also verhältnismäßig schnell. War ja gerade immer Gell? in die Weinberge drin, da beim Umdrehen vor allem. Wenn man dann in der Spur ist, ist es ja kein Problem, aber beim Umdrehen ist immer das Problem. Darum sind die haben ja alle diese Breitenverstellung. Der hat es noch so V-förmig und der hat es dann waagerecht gehabt. Haben jetzt eigentlich die Konstrukteure euch Kundendienstmonteure gefragt, was man besser machen kann? Ja, das haben schon in gewisser Hinsicht. Ne? Weil aus der heutigen Sicht ist es ja so, wir Kundendienstmonteure, wir wollten alles besser haben, wo man leichter montieren kann und dergleichen. Das ist auch nicht immer gut. Ne? Gell? Schauen wir uns mal von innen an. He? Ja. Was sehen wir da? Ja, unser Zweizylinder mit 28 PS, was damals das Große eben da auch war, luftgekühlt, war also ein Vorteil von der Wartung her und dergleichen. Ne? Und ja, es war eine 2-Liter-Maschine, 28 PS habe ich schon gesagt. Und wie gesagt, es war so, von der Spur unter 1 Meter wollten wir sein. Das war einmal so eine Anforderung von den Kulturen. Und nach Möglichkeit sollte man auch die normale Spur 1,25 Meter war damals die Breite, was man auch erreichen wollte, um damit auch wieder in der Normalspur zu fahren. Ne? Also mit Spurverstellung dann. Ja, ne? Was für ein Getriebe hat der? Der hat ein ZF. Ein ZF-Getriebe, ne? Ein 6-Gang-Getriebe, ne? Und ja, normale Zapfwelle 45. Ne? Hydraulik? Und Hydraulik war damals, Eicherhydraulik war drin. Ne? Und die gab es dann auch fallweise mit 2 Hubzylinder oder nur einen. Ne? Ja, da sieht man ja die Ja. Hydraulikpumpe. So, dann machen wir den wieder zu Ja. und dann können wir wieder zurückfahren, oder? Ja. Du bist zufrieden soweit, oder? Ja, läuft Da. alles. Und werden wir ihn herrichten, damit man auf der Straße fahren kann. Dann können wir in den Ausstellungsraum stellen. Das ist mir wichtig, dass wir die Leute was zeigen können in unserem Ausstellungsraum. Ja. Also, packen wir es. Ja. Lengdorf in Oberbayern. Eine klassische Landmaschinenwerkstatt für Eicherschlepper. Egon Eicher trifft hier auf Erich Ferk und Toni Huber, die beide in Forstern bei Eicher tätig waren. Der 16er Eicher ist etwas ganz Besonderes. Ja, grüß dich. Was habt ihr jetzt da für einen drum? Ja, das ist ein alter Tung. Das ist einer von den allerersten Motoren, was wir selber zusammengebaut haben, als luftgekühlten Dieselmotor. Ja, was für ein Baujahr ist das? Das ist Baujahr 49 und hat Motornummer 39.
Aha, super. Und der läuft noch? Der läuft noch super gut. Er gehört zwar motormäßig ein bisschen überholt, aber fahren kann man noch damit und laufen tut er, anspringen tut er noch gut. So wie es halt die alten Eicher Dieselmotoren waren, die luftgekühlten. Die sind Du meinst, den hast du zusammengebaut? Den habe ich noch zusammengebaut, ja, da war ich noch dabei. Ich war damals der 25. Arbeiter bei den Eicher drin. Na, wie alt warst du da? Da war ich 21 Jahre. Ah ja. Aha. Genau. Das ist ja praktisch noch das Frontteil vom Wassergekühlten, oder? Das ist genau die Form vom wassergekühlten Geizmotor. Und da hat man gesagt, da macht man die Form einigermaßen nach. Und dann haben wir einen Spengler gehabt, einen Meierhans von Buch. Der hat dann das Provisieren angefangen und hat einmal probiert, dieses Teil da herum mit der Hand im Blech rausklopfen. Und dann hat er die Seitenteile da links und rechts gemacht. Und dann ist das Teil zusammengeschweißen worden. Dann hat man die Sicken reingedruckt, da hat man damals schon eine Sickenmaschine gehabt. Und das ist nicht gemacht worden. Und dann ist alles sauber verschliffen worden. Und dann haben die Eicher gesagt, ja, das ist ja super. So wie die Hammer ausschaut, die schaut genauso aus, als würde beim Deutschen Wassergekühlten. Und dann hat es passt. Ja. Ja. Ja, der Motor von der Nummer 39 hat jetzt der auch schon diese Aluminium-Kühlrippen aufgeschrumpft gehabt auf die Laufbuchsen? Ja, genau. Und das hat Vorteile gebracht, weil man dadurch den Zylinder nicht mehr verformt hat und sauber rund geblieben ist. Man hat allerdings den Zylinder dann ein bisschen größer ausholen müssen, weil ja die Kühlrippen den Zylinder ein bisschen zusammengedrückt haben, aber bloß im Bereich von ein paar Hundertstel. Aha. Und das hast du von Anfang an schon so gemacht? Das haben wir von Anfang an, ich weiß fast gar nicht anders. Nein, du Erich, da weiß ich was anderes. Ja, Die ersten Zylinder, die waren geklemmt, die waren da geschwitzt und haben zusammengeklemmt worden. Und haben dadurch gesichert worden durchs Verrutschen. Aha. Und warum hat man das dann gewechselt? weil man da wahrscheinlich den Zylinder, die Pixen, irgendwie durch das Zusammenschauen irgendwie ein bisschen verformt hat und dann hat sich vielleicht der Kulm leichter gefressen. Toni, was meinst du da? Das ist ja vom Hersteller einfacher gewesen. Aber ich glaube, es ist gar nicht viel gebaut worden in der Form. Gar nicht viel, ein paar haben wir untergekommen Ja. mit den verschraubten Zylinder, Kühlrippen, aber das ist dann bald abgestellt worden. Ja, ganz schnell. Und da läuft keiner mehr von denen, oder? Nein, Nein, die haben alle ausgetauscht worden. die haben alle austauscht worden. Was hat jetzt der für ein Getriebe drin? Der hat ein ZF-Getriebe. Ein Viergang mit Rückwärtsgang. Das war eigentlich eins von die, nicht ganz von den ersten. Zuvor haben wir Prometheus gehabt. Ja, ich glaube, es hat bald Viererlage-Getriebe Ja, gegeben, oder? Getriebe hat es ja viel gegeben. Da hat es dann das Hurtgetriebe gegeben. Und was warst du noch für uns? ZF, ZF. Prometheus, Das Renkgetriebe hat es auch gegeben. Renk. Renk Augsburg, ja. Ja, von Augsburg. Ja, mei, die haben ja damals zach hergegangen, die Getriebe. Ja, erstens das, da hat man ja nicht so viel Getriebe gekriegt, wie wir eigentlich gebraucht hätten. Und dann hat man einfach gesagt, jetzt baue ich heute ZF ein und die nächste Woche baue ich wieder ein Renk ein. Oder das ein oder das andere, was halt gerade zur Verfügung gestanden Und ist. die haben alle zusammenpasst. Ja, Das hat alles zusammenpasst, ja. darum sieht man so viele verschiedene Ausführungen. Damals hat man ja auch Riemenscheiben hingebaut. Noch. Das weißt du auch, Toni. Da haben sie es ja über zum Dreschen hergenommen, für Dreschwegen und zu den Brechmühlen und alles Mögliche. Kreissäge und alles Mögliche. Sieht man noch an. Und zu der Sagst Zapfen du da bei uns hinten, da sagst du, da hat's Da hat es ja eine Klaue gegeben, eine Antriebsklaue, da hat man Kurve draufgesetzt, hat man auch von hinten anreiben können. Das war halt der Vorteil, da hat sich dann der Motor schneller gedreht. Das ist zwar schwerer gegangen zum Motorrad, aber der Motor hat sich schneller gedreht, ist leichter angesprungen. Und jetzt möchte ich euch meinen Weinbergschlepper zeigen. Ja, da haben wir aber neugierig. Hast du einen Jean? Ja, jetzt nicht. Na, schauen wir. Da steht er da. Oh ja, der ist ja schöner wie neu. Ah, da hast du wieder super Arbeit gemacht, ha, Toni? Den sollst du vor einem Jahr gesehen haben. Das glaube ich. Hätte er graust. Ja, In lauter Einzelteile. mein Gott, nein. Der war normal ausgeschlacht, der Schlepper. So. Ja, den habe ich von Ah, da war ein Schockwind Den dafür, habe ich von einem gell? Händler heim, von der Pfalztrum. Ja. Die haben schon das Ausschlachten angefangen, haben schon verschiedene Teile abgegangen, alles war zerlegt. Der Kabelbaum war total abgezwickt und wir neben die Stecker. Wo ist irgendwas lauter machen Fetzen, gell? Ja. Wie so bei den Elektrikern. Der Motor war zerlegt, ein Trahl war ein Finger verbogen. Oh mein, oh mein. Ja, mei. Hast du ein paar Stunden hingearbeitet, oder? Ja,
den haben wir wieder zum Leben erweckt. Weißt du noch, wie viele Stunden das du reingesteckt Nein, hast? das habe ich mir nicht genau notiert. Ja. Das ist halt der Zweizylinder Allrad mit 34 PS. Oh, Ja, Baujahr ist um die 80. Das heißt, der ist schon landerbaut Der worden. ist in Land erbaut worden, weil ab 75 ist er in Land erbaut worden. Und der Typ ist 3706. Ja, Toni, da hast du ja schon wieder die nächste Arbeit, oder? Ja, das schaut gut aus. Meine die haben alle 4 Blasen. Der Schlepper, der ist ziemlich von den Kühlrippen her zu gewesen. Also der ist warm geworden, überhitzt. Der hat ca. 6000 Stunden mit der 3085. Baujahr darf halt um die 80 sein. Hätte natürlich einmal wieder gereinigt werden müssen, die Kühlrippen. Ja, Und das schaut nicht gut aus, ne? Sauber gemacht worden, aber das ist nicht vorgekommen. ja, der Aber ist gefressen hat er sich nicht, oder? Fressen hat er sich nicht. aber total versaut. Ja. Okay. Nein, das ist ganz klar, wenn einmal ein Kolben oder ein Zylinder durchbläst, dann kommt der Stab ins Stroh und das Öl dazu, dann brot das fest und dann machen die Kühlrippen Ja, zu. und der muss auch noch arbeiten, der ist alle Tage im Einsatz. Ja. Oder die meisten Tage im Einsatz. Ist aber höchste Zeit, da der kriegt wird, gell? Das ist höchste Zeit. Ja. Aber wir können das eigentlich ganz gut lösen. Ja. Das ist halt viel Arbeit drauf, gell? Ja, da werden Zylinder plant und die Köpfe plant und wieder drauf. Und sauber machen alles. Ja, das Saubermachen ist die Schlimmste. Das ist der größte Trick, gell? Die scheichern halt Bauern. Ja. Die scheichert sich den nicht gern. Jawohl. Dann läuft er wieder 6000. Ja, Ja, das packt er schon noch, gell? also gute 10 kann man da schon drauf fahren. Hat er einen Turbolader, gell? Wie viel PS hat der? 85. 85 PS, gell? Und dann die Turbolader, fällt es dann hier? Ja, die gehen schon mal bis zu 10.000 Stunden, bis einmal in der Lagerung was ist und so. Aber in der Regel haben die schon beständig. Ein Turbolader hat man auch hauptsächlich, dass man mehr Leistung rausbringt, gell? Ja, damit halt der Zylinder schneller gefüllt wird mit Luft, Freilich, damit die Verbrennung besser ist. schon klar. Dadurch kann man mehr reinspritzen lassen, dann bringt er mehr Leistung. Jawohl, Gut. jetzt haben wir es gesehen. Ich wünsche dir viel Glück mit der Ja, Arbeit. ich muss schauen, dass ich weiterkomme. Danke, Erik. Gut, Toni, Dankeschön. Dankeschön, Wir müssen weiter zum nächsten. Denn der Ausstellungsraum soll ja nicht nur mit Schmalspurschleppern bestückt werden. Die Geschichte der Gebrüder Eicher ist nämlich vielfältig und weit gefasst. Das will man den Besuchern auch vermitteln. Die Gebrüder Eicher bauen im Laufe der Zeit eine unglaubliche Bandbreite an Schleppern. Man hat die luftgekühlten Motoren aus Forstern auch in einigen Massey-Ferguson-Modellen verbaut. Und der Eicher war der Erste, wo mal was Gescheites gebaut hat. Gell? Stimmt schon. Und vor allem der Dreizylindermotor war einer der stärksten. Das ist sehr gut gegangen. Das wird Hallo Egon, bei uns spielt Musi. der Egon. Servus. Servus. Grüß dich, Toni. Servus, George. Servus. So, untersucht so ein Allrad, oder was? Ja, wir differenzieren bloß ein bisschen. Ja. Das war ja. Hast ja du auch mitgearbeitet am Allrad, oder? Ja, die früheren Werke, da war ich mächtig stolz waren wir da drauf, wenn wir die ersten gebaut haben. Aha. Ja, wie gesagt, angegangen ist mit den Kleinen, so wie der da, mit Zweizylinder, Dreizylinder. Ja, da sieht man, dass es auch Rode gegeben hat, gell? Aber bloß kurz. Rodi hat es eigentlich wieder nebenbei gegeben. Aha. Das haben die war- Bauern nicht so gern mengen. Nein, die Roden waren auch bei uns nicht so bekannt. Und das war halt ein Produkt mit der Zusammenarbeit von NMF, war einfach das eine logische Folge, dass man versucht, über den Vertrieb auch noch was zu verkaufen. Ist aber nicht so gut gelaufen dann. Ja. Gell? Nein, der muss schon blau sein, damit er was taugt. Also die Farbe rot geht. Ja. Das war für die alten Eicherleute so. Also was anderes. Und du warst damals mit dabei bei den Allrad, gell, wie die jetzt gebaut worden sind? Ja, ich die war ersten. dabei bei den allerersten Allrädern. Da warst du noch im haben. Versuch, oder warst du schon Konstrukteur damals? Da war ich noch im Versuch. Ah ja. Da war ich noch Schlosser im Versuch. Da haben wir die ersten Getriebe gekriegt, dann haben wir die Kupplungsglocken, jetzt haben wir geschweißen, nicht gegossen, aus Zeitgründen und Schnelligkeit und Kostengründen sind die geschweißen worden und geschliffen und hat dann ausgeschaut wie ein Guss, haben wir nicht kennt. Gell. Und dann haben wir die ersten Allrad gebaut. Das war so früher beim Eicher im Versuch, sind die allerersten Typen sind mehr oder weniger handgeschnitzt worden. Kurze Vorgaben von der Konstruktion über die Maße, was eingebaut wird. Und dann sind da drauf losgelegt worden. Pressiert hat es immer, meistens zu der DLG-Ausstellung oder irgendwas. Und dann hat jeder seine Ideen einbringen können. Muss ich einen Meister erwähnen, einen Richard Six, das war ein ganz schlauer Fuchs. Er hat aber nicht viel gesagt, aber er hat sich, wenn er sich mal seinen Stuhl hin da hat, einen Schlepper, und nachdenkt hat,
Und dann hast du gewusst, jetzt brut da wieder was aus. Und dann ist irgendwas Gescheites rausgekommen. Gell? Sehr gut. Ja, und der war ja schon ein Erfolg, oder? Ja, das war eine Riesenbegeisterung auch damals. War auch ein großer Erfolg. Und da war der Vater, der hat uns ja fast jeden Tag im Versuch besucht. Haben wir dann auch kennengelernt. Ja, Toni, du als Kundendienstmonteur hast den auch erlebt, oder? Den habe ich Schmalspurschlepper. sehr gut in Erinnerung. Vor allem früher waren das 2-Zylinder, dann ist der 3-Zylinder gekommen und der ist ja sehr gut in der Leistung, gutes Drehmoment und da waren sie begeistert, vor allem die Weinbauern. Die haben da größere Geräte, Maschinen gehabt und der 3-Zylinder hat eine Leistung gehabt. Also wirklich, war einer der besten. Aber trotzdem haben es Kundendienstmonteure gebraucht, oder? Ja, sicher, wenn was war. Und, also an sich gab es ja wenig Reparaturen, meistens waren es ja Undichtheiten. Und direkt, also dass irgendwas kaputt gegangen wäre, war selten beim 3-Zylinder. Oder durchaus beim Eicher, der Motor war sehr gut. Aber du hast Schulungen auch dann gemacht, oder? Ja, später habe ich dann Schulungen gemacht. Erst bin ich draußen gewesen, bin auf Montage gefahren. Und dann später habe ich, also die letzten Jahre, habe ich dann Schulungen gemacht im Werk. Also für unsere Händler und für die Monteure. Habe ich zwei Winter habe ich die Schulungen gemacht. Ja. Ja, schauen wir uns den Motor mal an. Hilfst du mir? Nehmen wir die Haube runter. Ja, wie gesagt, also manchmal waren sie undicht, aber wenn ich den Motor anschaue, der ist dicht, also fehlt nichts. Obwohl der ja noch täglich im Einsatz ist. Der ist noch im Einsatz, das sieht man auch. Ja. Und Das ist ja auch schon der 66 PS mit Turbolader, der ist ja doch ein späteres Baujahr schon, wo eine ganze Menge Verbesserungen natürlich eingeflossen sind schon. Gell? Ja, schauen wir mal da rüber. Gehen wir an die Roden vorbei. Die Episode Massey Ferguson bis zum 6-Zylinder. Was halt hier jetzt nett ist, gell, dass wir einen Eicher und einen Massey Ferguson nebeneinander stehen haben und alle zwei haben den 6-Zylinder-Motor drin. Der ist natürlich gelaufen wie ein Kleckerl. also vom Motor her werden sie gleich, aber es ist an sich doch ein großer Unterschied. Ja. Und bei uns, also vor allem die Eicherleute, die Farbe, die steht uns schon gleich mal. Ja, klar. Vielleicht die Roden waren halt für Frankreich gedacht und Frankreich hat damals, Massey Ferguson hat keinen so schweren Schlepper nicht gehabt in Frankreich und da war der Eicher gerade so richtig gut angekommen. Das war auch am Anfang, der war auch speziell ausgerüstet, da sieht man keine Kupflügel und so einfach und die rote Farbe. Die Farbe ist eigentlich schon schön vom Design her. Aber die Stückzahlen haben natürlich auch wieder ein bisschen zu wünschen übrig gelassen, wo ich mich erinnern kann. Dann hat es da ganz große, damals schon Vorschriften gegeben mit Abgase, Rauchgrenzen und so, das war schon schwierig. Aber dafür ist er dann bei uns, der blaue, der Original, der war natürlich schon der Renner. Gell? Und auf das Modell da waren wir schon mächtig stolz. Das war der Eichergeist. Das war der jeder. Das stimmt, ja, wirklich. Stimmung, guter Zusammenhalt. Ja, so ein guter Zusammenhalt und eine schöne Stimmung und jeder stolz und das muss werden und das muss fertig werden. Und also, dann ist auch wohl. Gefeiert worden auch und das war wirklich schön. War eine schöne Zeit beim Eicher, wirklich. Eine schöne Zeit. Ja, das höre ich immer wieder, dass das damals so eine schöne Zeit war, obwohl es alle gearbeitet haben bis zum Umfallen. Das stimmt. Ja. Jetzt muss ich aber schauen, weil beim Lohmeier habe ich noch ein paar Ersatzteile bestellt und die hole ich mir jetzt ab. Ah, genau. Die Episode MF entwickelt sich zu einer geschäftlichen Verflechtung der beiden Unternehmen. Zweifelsohne gehören aber die luftgekühlten Eicher-Motoren in die blauen Schlepper aus Forstern. So, das Ersatzteil ist besorgt, der Ausstellungsraum um eine kleine Attraktion bereichert. Na, Fritz! Komm rein! So, Fritz, komm rein. Gut ist es, wenn noch Zeitzeugen bestimmte Sachverhalte erklären können. Du Fritz, wir haben jetzt neulich darüber geredet, über diesen Zylindermantel mit der Kühlung. Da hat jetzt so einer erzählt, dass die früher zusammengespannt wurden mit Schrauben und nicht aufgeschrumpft, wie es heute alle gemacht wurden dann oder später gemacht wurden. Ja, da hast du schon recht. Da waren 3 oder 4 so Knoten eingegossen im Rohteil. Die wurden gebohrt, quer gebohrt. Dann wurde der Zylinder fein gebohrt, aufs Maß zum Aufschrumpfen oder zum Montieren. Und danach wurde er geschlitzt. Und der Zylinder wurde mit so Federpaketen beidseitig
zusammengeschraubt. Und das war eine diffizile Arbeit, da konnte man nicht einfach drauf loslegen, sondern musste genau nach Meterkilogramm das zusammenspannen. Sonst gab es ja Verspannungen innerhalb der Bohrung. Und das hat aber nicht so gut gehalten, oder warum hat man dann umgestellt? Hat das nicht so gut gehalten, weil es einfach Wärmenester gab oder Fresser. Bis man dann später darauf gekommen ist, dass man das fein bohren muss und warm aufschrumpfen. Und dann gab es immer wieder noch ein Problem, weil der Zylinderschaft oder der Kolbenschaft sozusagen in den unteren Bereichen sich gefressen hat. Jetzt hat man dann versucht, das zu hinterholen und da war das Problem gelöst. Und du warst damals in der Dreherei, oder? Dreherei, ja. Aha. Das heißt, du hast die Probleme hautnah erlebt. Wir haben auch in der Dreherei damit basteln müssen. So gab es eben beim luftgekühlten Motor auch nicht nur Vorteile. Aber im Laufe der Zeit hat man diese Schwierigkeiten gut in den Griff bekommen. Hans Siegelreitmeier hat nicht nur Eicher Traktoren, auch die gesamten Anbaumaschinen sind von der Firma Eicher. Hans, servus. Egon, grüß dich. Grüß dich. Endlich komme ich mal in das Eicherzimmer. Ja, schön, dass du mal kommst. Ja. Jetzt habe ich gleich mit meinem Eicherzimmer so, Ja. mit der Sammlung und so. Hast ja viel Arbeit gemacht, he? Ja, Du hast ja schon seit einigen Jahren hingearbeitet, oder? Ja, schon mindestens 50 Jahre, dass Ja. ich da sammle. Und Ja, und wie ich hergefahren bin, habe ich schon gesehen, draußen hast du ja schon deine ganze Sammlung an Eichertraktoren hergerichtet. ja. Können wir uns die mal anschauen? Und die Sammlung schauen wir uns jetzt an. Ja, super. Gehen wir. So, dann schauen wir uns mal deine Stücke an. Du arbeitest ja auf der ganzen Landwirtschaft mit Eicher, gell? Ja. Ja. Nur mit Lauter ältere Fahrzeuge. Und das ist der älteste, oder? Ja, das ist der älteste. Bauer 55, 19 PS, Ja. Einzylindermotor, Gefederte Vorderachs. gefederte Vorderachse schon. Ja, das war Topmeister Wechsel. Und der hat ein Hurtgetriebe, glaube ich, jetzt schon. Der hat Oder ein noch? Hurtgetriebe, Ja, der hat ja. ein Hurtgetriebe. Später. Und Und alle zufrieden damit? ja, ohne Reparatur, der hat noch nie was repariert. Ja. Der läuft. Aha. Und für was setzt du den ein? Der muss hauptsächlich, ja, bei mir wird alles presst. Der muss die Wagen heimziehen. Wenn halt irgendwas zum Rumfahren ist mit dem Wagen oder mit einem Hänger, das muss er machen. Aha. Gut. Und ganz viel im Winter im Wald, Ah ja. weil er sehr wendig ist Aha. zwischen die Bäume drin. Gut. Dann Ja. der nächste älteste war, glaubt der da, oder? Ja, das ist der nächstälteste. So, das ist jetzt der nächste Schlepper. Der ist Baujahr 56, hat 26 PS, ist ein 2,6 Liter Motor, ist noch ein Langhubermotor, hat schon ein ZF-Getriebe, Hydraulik, Einsätze beim Heim, oder muss er das ganze Hai kreiseln, Sternwalzen fahren, da habe ich einen Mischdreier dran. Ja, den können wir gleich mal anschauen, den Miststreuer. Ja. Gut. Das ist jetzt der Typ 301. Das ist die große, lange Ausführung. Es hat einen gegeben, den Typ 300, der war etwas kürzer. Und der ist Zapfenbetrieb mit Kratzbaum und hat da die Fräswalzen, die wo den Mist ausgefräst hat. Das war Die das Schienen hergegangen. Scheibenwischerprinzip. Ist ja da. kann man sagen. Und das war ja der erste Mischstreuer, den Eicher gebaut hat. Und das war schon für alle erstaunlich, wie das da hinten funktioniert hat, dass das mit dem Wegfräsen und mit dem Nachschleudern da so hervorragend geklappt hat. Die sind ja heute auch oft noch im Einsatz, die Maschinen. Aha, gut. Und da drüben, da sehen wir jetzt gleich das nächste Gerät. Ja. Das ist ein Eicher Rekordheuer. Der war schon Zapfenbetrieb, hat 4 Zapfenanschlüsse gehabt, 4 verschiedene Arbeitsgänge. Ist an die Hydraulik gekommen, hat man den Bogen schwingen können zu den verschiedenen Arbeiten. Und der geht in beide Richtungen, glaube ich, kann man Geht den in beide betreiben, Richtungen, ja? ja. Beim Wenden muss er hinten raus arbeiten und wenn er zusammenhängt, dann muss er das nach vorne hängen. Da ist das beschriftet, dass er ein Rekordheuer war. Da haben wir wunderbar die Zapfen draufstecken können, wenn wir
Der schaut jetzt aus, als wäre er gar nicht mehr hergenommen worden, aber den verwendest du. Ja. Ja, Ja. gut. Prima. Und was für ein Schlepper ist jetzt das? Der ist jetzt Baujahr 58, hat 42 PS, ist ein Zweizylinder Langhubermotor, hat Hydraulik. Ja. Läuft im Top-Zustand, läuft im ganzen Sommer in der Highpress, der muss überwiegend pressen, macht beim mir alles, fahrt sogar noch für Maschinenring. Habe ich viele Anrufe vom Maschinenring, ja, da und da war Heu oder Stroh zum Pressen, dann muss er auch, wird auch gefahren. Ja, muss im Feld die Ahnen fahren. Ja, hat auch verschiedene Einsätze. Charakteristisch sind ja diese Luftschlitze da drum. Ja, ja. Das hat ja sonst kein Eicher, aber bei dem Typ sind da die Luftschlitze reingekommen. Auf alle Fälle ist er voll im Einsatz und läuft wie. Gut. Prima. Dann gehen wir zum nächsten. Ja. Das ist jetzt die Raubtierserie, das ist ein Mammut, Baujahr 64, hat einen Langhuber Dreizylindermotor mit 45 PS, hat 8 Vorwärtsgänge, 4 Rückwärtsgänge, einen Schnellgang. Seine Haupteinsätze sind, er muss die ganze Düngung durchziehen, muss viele Straßenfahrten machen, ins Lagerhaus zum Beispiel, wegen einem Schnellgang, und muss mit den Siegerklasse B-Pflug Stoppel pflügen. Das ist ein Vierschar. Der hat die Einstellung da, kann man die Neigung einstellen. Die Winkel einstellen. Und Da kann man auch noch die da Neigung kann man einstellen. versetzen. Ja. Hat 2 Scharer, 3 Scharer, 4 Scharer bis 6 Scharer Bettpflug gegeben. Und den gibt es dann auch noch als Winkeldrehpflug. Ja. Damit hat Eicher wieder eine neue Anbauserie geschaffen mit den Pflüge. Damit war dann eigentlich so die ganze Bearbeitung damit abgedeckt. Dann schauen wir zum nächsten. Ja. So, da sehen wir jetzt einen Eicher mit der Originalausrüstung, mit dem Baus Frontlader. Hier mit dem Schutz für die Vorderhaube. Und was auch ganz interessant ist, hier sehen wir diese U-Schiene, die da unten anmontiert wurde, um zu verhindern, dass sich diese Blattfeder zu stark durchbiegt, wenn man auf dem Frontlader da volle Ladung drauf bringt. Ja, genau. Das ist ein Eicher Tiger, Baujahr 66, Dreizylindermotor, Schnellgang. Seine Einsätze sind Sämaschine fahren, Unkrautspritze fahren und den Schwader bei der Heuernte. Und dann hast du jetzt noch einen Original-Eicher-Anhänger auch. Ja, der ist Bau 56. Seinerzeit haben wir das Heu noch lose heimgefahren. Da haben wir diese Heugadern gebraucht, Original Eicher, dass man eine große Ladefläche hat. Hat man die Bordwand aufgeklappt. Und dann hast du noch ein paar Anbaugeräte oben drauf stehen. Das ist ein Eicher Düngerstreuer, ein Tellerstreuer. Das ist an die Hydraulik hingekommen. Das ist ein Eicher Federstahl, Kulturecke. Original vom Eicher. Ich sehe jetzt schon bei deinen ganzen Maschinen da bewahrheitet sich dieser Werbespruch von Eicher. Für den Bauern ein sicheres Pfand, Schlepper und Geräte aus einer Hand. Ja, genau. So Hans, das hat mich jetzt gefreut, dass du mir deinen Hof gezeigt hast und vor allem, dass die Maschinen alle noch im Einsatz sind und bei dir offensichtlich in guten Händen sind. Das hätte auch sicher mein Vater gefreut, wenn er gesehen hätte, dass die Maschinen alle noch laufen heute, nach so vielen Jahren, und auch ein ganzer Betrieb immer noch mit Eicher funktioniert. Also danke dir für deine Betriebsführung. Ja, und uns auch gefreut. Ja, Wir sehen uns bald wieder. ja, fertig Hans. Sehr gut. Bei Landwirt Hans Siegelreitmeier schlagen 2 Eicherherzen in einer Brust. Einerseits Eichermaschinen aufgrund der sehr hohen Zuverlässigkeit einzusetzen und damit effektiv auch in der heutigen Zeit arbeiten zu können. Andererseits die Freude an den historischen Maschinen und diese der Nachwelt zu erhalten. Diese Spannbreite scheint ihm ganz gut zu gelingen. Nur für Ausfahrten und nicht für die tägliche Arbeit hat sich Hans Parzinger seine Eicherschlepper angeschafft.
Ja, servus Franz. Grüß dich. Grüß dich. Jetzt war ich gerade beim Siegelreitmeier drum und gedacht, fahre ich mal bei dir vorbei, weil wir haben doch im nächsten Jahr das Fest. Ja. Und da überlege ich mir, ob man nicht einen von deinen oder mehrere von deinen Traktoren mit ausstellen. Du hast ja ein paar besondere. Schauen wir mal. Ja, da, Das Segel heraus. ja, dann schauen wir doch gleich mal. Da war ja schon so ein schöner mit der Forstausrüstung da hinten dran. Riesenseilwinden. Das ist der ED42 Allrad mit Forstseilwinden von Schlang und Reichhardt. Fest eingebaut. Der Schlepper ist als Forstschlepper gelaufen. Oh, da meine ich, ist er recht hergereibert worden, oder? Ja, der war komplett zerlegt, wie ich ihn gekriegt habe. Haben wir viele Teile neu machen müssen. Hat ein Renkgetriebe, 2 Zylinder und 42 PS. Das war der größte von den Vollallrad. Und die waren ja ganz rar. Da sind ja gar nicht viel gebaut worden. von Nein, denen. angeblich 18 Stück, Ah ja. was gebaut worden sind. Aha. Und wo hast du den gefunden dann? Den hat mir ein Bekannter von Aachen, Ah ja. hat er den gewusst. Und der hat den hergegeben, weil er sich nicht mehr ausgesehen hat. Ach so, da war so viel zum Reparieren. Ja. Ah ja, dann warst du der Richtige dafür. Ja, dann schauen wir mal den nächsten an. Was hast du denn da? Ein Mammut? Das ist der EA600S mit Schnellgang, Fronthydraulik, Fronthydraulik hat er dran, auch sehr schön, ja. mit Frontlader und Allrad eben. 60 PS. Ja, da sind ein paar mehr gebaut worden von denen. Ja. Aber die sind natürlich auch sehr gut angekommen. Das war ja einer der Renner. Aha. Gut, dann gehen wir zum nächsten. Was hast du denn da noch? Das ist der ED22 Allrad, der kleinste mit Einzylinder, Baujahr 1955. Auch die Bergische Axt. Ja, da hat er sich schon schwer da, mit dem kleinen Motor Ja. und der Axt. Ja, man hat den Allrad nicht ausschalten können bei den Vollallrad. Hat die Bergische Axt, geht ein bisschen schwerer und mit den 22 PS hat er dann wenig übrig noch für das, was er zieht. Und der war auch im Forst eingesetzt, oder wo hat der arbeiten müssen? Sie haben vom Bodensee, da ist er zuerst für Holzarbeiten genommen worden und später war er auf der Tankstelle zu einem Schneeschirm. Die haben sich dann um ein wendiges Fahrzeug geschaut, weil der Einschlag nicht ganz narrisch groß ist bei denen. Das war eben typisch für die damalige Axt, dass die nicht sehr weit zum Einschlagen war. Ja. Aha. Und da? Da haben wir Was haben wir da? ein ED26 Allrad. Das ist so wieder der 2-Zylinder. Hat auch die Bergische Axt. Hat einen Felgengewichter, damit man den Bodendruck erhöhen kann und noch steiler auffahren kann in die Berg. Und den hast du auch aus dem Schwarzwald oder woher? Ja, aber den habe ich vom Glottertal. Aha, da ist er noch steiler. Aha. Gut, jetzt habe ich gehört, du hast da noch ein paar Geräteträger. Wer noch? Darf ich bei denen anschauen? Entert, Ja? kann man hinterdrehen. Okay, gut. Da aber nicht nur Franz eine ausgesprochene Eicher-Leidenschaft hat, kommen die Kinder Barbara und Bernhard mit den Geräteträgern gleich in den Hof gefahren. Gut, da haben wir ja ein schönes Exemplar von einem Eicher-Geräteträger. Ja, das ist der G19 mit 22 PS, Speichenfelgen, verstellbare Spur, Mähbalken. Aha. Das war vor allem für die, wenn man in der Hanglage gearbeitet hat, dann war die Spurweite, die verstellbare, wahrscheinlich sinnvoll. Ja, für Hackfrucht war die wichtig. Ja. Der hat eine Hanglenkung, für, dass er in der Spur bleibt. Ja, aha. Ja, das war schon ein vielseitiges Gerät und wir sehen ja, was da aufgelegt ist. Da haben wir jetzt, das ist der Kartoffelroder, den hat man ja dann. Statt dem Mähbalken hat man den
den Pagrid oder haben wir genannt, für Kartoffeln oder für Zuckerrüben ohne Baukinder. Ja. Ja, und dann gab es natürlich noch jede Menge andere Anbaugeräte, die man dann zwischen einbauen konnte. Oder vorne hat man ja auch hinbauen können da mit den Einsteckholme. Ja. Und hinten mit der Hydraulik war ja das eigentlich ein super Gerät. Ja. Komisch, dass sie den nicht so weit durchgesetzt haben. Er war natürlich auch ein bisschen teuer, weil dann ist halt Konkurrenz auch gekommen. Ja. Und dann hat Eicher gemeint, sie müssten auch einen billigeren herstellen. Genau. Das ist ja dann der Eicher Muli. Ja. Der hat dann den Herzmotor gehabt, gell? Ja. Der hat dann bloß noch 13 PS, glaube ich, oder? Genau. Ja. 13 PS. Der Herz war billiger Ja. und durch das hat man der Konkurrenz dagegen gearbeitet. Ja, aber Hydraulik hat der auch gehabt. Den sehen wir jetzt da mit dem Zwischenachsmähbalken, den man da konnte man ja einhängen. Ja. Aha. Und die Maße sind überall gleich geblieben. Von jedem Geräteträger, vom kleinsten, vom 13er bis zum 40er, Ja. hat man praktisch jede Maschine einhängen können. Ja. Das war damals das Baukastensystem im Prinzip. Ja. Aha. Schön. Gut. Dann müssen wir uns jetzt bloß noch überlegen, mit welchen Traktoren kommst du überall auf unser Fest? Ich muss jetzt sagen, was. Ja, mei. Kannst du ja deine ganze Familie mitnehmen, oder? Dann sollen alle mit einem Traktor kommen. Genau. Macht einen Familienausflug. Ja. Ich probier's. Ja. Du musst halt deine Frauen wahrscheinlich überreden, dass sie sich auf den Traktor aufsitzen. Die brauche ich nicht überreden. Nein, die machen das schon. Die machen ja. das schon. Ah, das war super, ja. Macht einen ganzen Konvoi. Genau. Gut, dann danke ich dir für danke. deine Bereitschaft. das Kinder Und dann schauen wir, dass wir nächstes Jahr ein gescheites Festel hinkriegen. Machen wir. Ja, servus. Bei großen Ausfahrten kommen dann noch die Mutter und die anderen Kinder Maria und Markus dazu, so dass man eigentlich eine eigene Kolonne bilden kann. Und wie das aussehen könnte, zeigen die Parzingers Egon Eicher noch zum Abschluss. Eicher-Virus – Leidenschaft einer Familie. Eicher ist nicht nur ein begehrtes Objekt von Sammlern zur Restaurierung, sondern Eicher wird auch von vielen Landwirten geschätzt. Circa 60–70% aller jemals gebauten Eicher sind auch heute noch im Feldeinsatz. Ein eindrucksvolles Beispiel sehen wir hier. Wenn Christian Zauner nicht gerade zur Schule geht, sitzt er auf seinem Eicher. Er verbindet seine Freude an den Eicher-Traktoren gleich mit etwas Nützlichem und pflügt die Felder seines Nachbarn. Und dass er das nicht zum ersten Mal macht, kann man gut erkennen. Kraftvoll und sauber in der Furche zieht der 3108E den Vierscharpflug durch den schweren Ackerboden.
Servus Christian. Egon, grüß dich. Aus der gefundigen Maschine beieinander. Ja, Was ist denn das? Das ist ein Eicher 3108E mit 6-Zylinder Eichenmotor, Typ EDL 6-4 mit 108 PS. Ja, der zieht durch den Vier. Der geht super, ja. Ja, Und ja, aber zum Flügen ist er vorne fast leicht. Du musst mal in die Fronthydraulik, noch ein bisschen Gewicht rein tun. ja, Dann zieht er besser. Dann zieht er vom Allrad her besser. ja. Den hast du mit dem Sechsschauer auch schon mal gezogen? Den habe ich auch schon mal gezogen, ja. Ist gut gegangen, aber halt nur mal so wie Kraftreserven. Weißt? Ja. Also da ist er schon da ist an er an der einer Grenze. Leistungsgrenze, sagt man. Ja. Und hinten, was hat er da für eine Hydraulik? Ja, ist auch eine CDF-Hydraulik. Die hebt 6,5 Tonnen. Und ist auch gut ist halt mit der Fronthydraulik gut. Weil die hebt, sagen wir mal, die Fronthydraulik 3 Tonnen gut. Ja. Und da kann man auch wirklich schwerste Geräte heben. Ja. Und das ist ja eine seltene Maschine eigentlich. Die ist ja beim Eicher gar nicht so oft gebaut worden. Nein, die ist 6 Haus bebaut worden. Aber halt, also mit der Fronthydraulik und mit der Ausstattung, die er in der Kabine hat, noch, wirklich selten. Also sagen wir vielleicht 30 Stück, wenn es mehr sind, ungefähr. Wirklich selten. Fast schade, Ja, aber Eicher ist damals so gebaut worden fürs Arbeiten. Und dann sollte man halt auch meiner Meinung nach wieder am Feld einsetzen. Ja, genau. Es gibt genug restaurierte Maschinen, die wo einfach die eigentlich gar nicht mehr hergenommen Ganz werden. genau, ja. Und das ist schon sowas. Den nimmst du schon. Der wird regelmäßig häufiger, eingesetzt, ja, für Bodenbearbeitung und Transportarbeiten, manchmal auf Traktorenreifen, je nachdem halt. Ja. Nein, wirklich eine gute Maschine. Aha. Ja, und auf Traktorenreifen kommt es relativ schnell, weil da hat ein Vollsynchrongetriebe drin mit 16 Vorwärtsgänge und 4 Rückwärtsgänge. Und da geht er auf der Straße also 40, 45 so, wenn es gut geht ungefähr. Wirklich, du hast ja schön schalten. Also wirklich sagen, das ist eine super Maschine. Dann würde ich sagen, fährst du wieder weiter? Genau, fahr ich weiter. Das Feld muss ich in der Fertig schaffen. Ja, genau. Gut. So, ich danke, gell? Danke dir. Vierte Egon. Christian. Tja, da lässt sich Christian nicht mal von Egon Eicher zu lange von der Arbeit abhalten. Die Sache mit dem Pflügen nimmt er schon sehr ernst. Alois Scherer ist Vollerwerbslandwirt und deshalb immer in Eile. Die Arbeit muss flugs passiert sein und deshalb greift er immer auf einen seiner Eicherschlepper zurück. Dieses Mal wird mit dem großen Eicher Wotan das Saatbeet für die Aussaat vorbereitet. Zur Technik sagt er selbst etwas. So alles, was haben wir jetzt da für Maschinen? Das ist der Wotan 1, Baujahr 1970, 80 PS. Und mit dem mache ich meine ganzen schweren Feldarbeiten. Im Herbst ackern,
im Frühjahr Saatbeet abschleppen, vorbereiten, Ecken. Und ja, und dann wird kombiniert gebaut. Habe ich eine Kreiselecke und eine aufgesattelte Isaria Sämaschine mit 2,50 Meter Breite. Das ist halt einmal schön. Der 6-Zylinder Eichermotor, der hat eine Kraft. Da sind jetzt 7500 Stunden um. Der springt gut an. Der zieht durch. Da, wenn ich ein bisschen vom Gas runtergehe und steigt dann wieder rein, dann zieht der wieder an. Der hat von unten auf eine Kraft, sagenhaft. Und dann der wartungsfreie, luftgekühlte Motor. Da kannst du nichts verkehrt machen. Da brauchst du nicht nachschauen, ob da Wasser eingefriert oder irgendwas. Der ist einfach super. Und das Schönste an dem Motor ist das, der ist pflegeleicht. Du kannst den waschen, du kommst überall hier. Es sind keine versteckten Schläuche umeinander oder verwinkelte Verbauungen. Da gibt es keine Probleme. Die Motoren mache ich auf, dann wird der mit dem Hochdruckreiniger gewaschen, dann ist der wieder wie neu. Und das Beste an der Maschine ist der lange Radstand. Die heutigen Traktoren, die haben viel PS und wenig Zylinder und sind kurz. Die hoppeln auf der Straße wie ein Osterhase. Das kannst du vergessen. Und der zieht durch. Bei unseren schweren Böden, bergauf, bergab, da gibt es kein Aufhalten. Das Beste an dem Traktor, an dem Wotan, sind die Zusatzhubzylinder, original vom Eicher. Die hat der Vorbesitzer, die hat die gebraucht, weil der sehr schwere Anbaugeräte gehabt hat. Und für mich ist das ein Vorteil, weil ich kann meinen Vierscharer Volltriebpflug einfach leichter vom Boden rausheben und da spült sich der Traktor. Was mich so fasziniert, ist der Eichermotor. Nach 7500 Stunden, erste Zylinder, erste Kolben, erste Zylinderköpfe, staubtrocken, kein Ölfleck, kein nichts. Der hat noch eine Kraft wie am ersten Tag. Der kriegt alle 150 Stunden seinen Ölwechsel mit neuen Filter. Und einmal im Jahr oder wenn er staubig war, wird er gewaschen, dass die Kühlrippen wieder frei sind. Dann läuft der wartungsfrei, ohne Probleme, hat er auch Kraft und ist trotzdem noch sparsam. Der hat jetzt noch die Kugelfischer-Einspritzpumpen. Die Nachfolgemodelle, die haben schon die Bosch-Einspritzpumpen. So, und jetzt muss er noch das schöne Wetter nutzen. Und die Arbeit macht sich schließlich nicht von selbst.
Die Eicher-Freunde Forstern, federführend Egon Eicher, sind wieder mal aktiv. Sie wollen einen Mähbalken mit ihrem vereinsinternen Farmexpress zum Verwaltungsgebäude nach Forstern transportieren. Mit dem Eicher-Gabelstapler hebt man flugs die landwirtschaftliche Maschine auf den Einachs-Müller-Mitteltal-Anhänger. Sauber verzurren, damit nichts passiert, und los geht's. So, mit. So. Watsch. Ist zu. Perfekt. Und los. Das ist schon praktisch, wenn man kleinere Transporte mit dem Vereinsfahrzeug durchführen kann. Nur die Kabine ist für Fahrer Dieter Volkmann und Egon Eicher platzmäßig am Limit. Aber die Geschwindigkeit ist in Ordnung. Man kommt gut voran. Während der Fahrt haben sich zwischen den zwei Fachleuten aber einige Fragen ergeben. Die wollen sie gleich klären und fahren deshalb bei Richard Six, dem Eicher-Versuchsleiter, vorbei. Ja, servus Richard. Grüß dich. Ja, gut geht's. Ja, wenn man mit so einem schönen Fahrzeug fahren darf, geht's immer gut. Das war vor 50 Jahren auch schon schön, gell? Ja. Wir haben uns jetzt gerade gefragt, warum war eigentlich neu, oder? Gut hergerichtet, ja. Ja. Ja, und jetzt haben wir uns gerade gefragt, warum damals eigentlich das Tempofahrerhaus genommen worden ist. Ja, damals haben wir bei Tempo die Fahrerhäuser gekriegt. Die waren in Bremen, sind die gebaut worden. Und wir haben es in Anführungszeichen. Ja, ja. Im Gegenteil, wir haben eine stärkere als wir die anderen. Aha. Nur die Landwirtschaft selber, die Betriebe sind jetzt wesentlich größer geworden. Ja, ja. Und die sogenannten Bauern, wie man es früher kennt, oder die Landwirte, die sind wenig geworden. Ja. Nee. Und dann haben wir ja, wie wir ein neues Fahrerhaus entwickelt haben, und dann haben wir die Firma Girus da jetzt, die haben damals auch so eine Lücke drin gehabt in ihren Fahrzeugen. Also der Typ ist abgegangen, Ja. 7,5 Tonnen. Ja. Und die haben wir gebaut, Aha. entwickelt und gebaut. Ja. Wir haben jeden Tag für Magirus 5 LKW gebaut und es ist 2 Jahre lang gegangen. In der Zeit, wo eigentlich ein bisschen so Absatzkrise war. Ja, das war so 67, 68, 67 oder? war das, ja. Ja. 68, 69, genau. Ja. Und da ist natürlich, damals ist alles neu gemacht worden. Es ist praktisch, wo jetzt jede Ding war ein Problem. Heute 2 Jahre bestimmt. Ja. 2 Jahre bestimmt, wo der Eicher von dem LKW-Bau gelebt hat. Ja. Also die ganzen Ja. Dinge. Wo die 15.000 Stück sind ja da doch insgesamt etwa gebaut So worden. in etwa, ja. Ja, und vor allem auch so verschieden. Aber ja, es war einfach, da ist viel gearbeitet, es war einfach schön. Nee. Ja. Gut. Ja, das waren ja dann, Moment einmal, das waren ja dann Magirus, das waren Deutschfahrzeuge, die zwar nur als Hersteller Schild. Also, Ja. Und jetzt fahren wir weiter, jetzt tun wir die Mähbalken ins Ausstellungsraum rein. ja. Also, vierte Richard. Vierte, dir auch.
Ja. Mach's gut, der gesund. Also, wenn du wieder am Großglocken aufkommst, dann hat. Gib dir einmal ein Beutel mit vom allerersten Fahrzeug. Ja. Brauchen wir einen Lift? Perfekt. Und was? Ich meinte, das ist noch schlimmer. Der Aicher Farmexpress. Eine interessante und wichtige Phase im Kapitel Aicher. Das Schöne an den Aicher-Schleppern ist, sie befinden sich selbst nach Jahrzehnten noch täglich im Einsatz. Wenn auch die Landwirtschaft sich verändert hat, echte Aicher werden immer gebraucht.